Ich bin aktuell im 3. Ausbildungslehrjahr. Ich mache eine Ausbildung zur Industriekauffrau. Ich hatte tatsächlich in der 9. Klasse ein Praktikum, ein Schülerpraktikum. Und das habe ich hier bei Kreiburg gemacht, war da schon in allen Bereichen einmal unterwegs, konnte die Leute schon ganz gut kennenlernen und ja, das hat mich sehr überzeugt. Dadurch habe ich mich dann hier beworben. Mir gefällt besonders gut in der Ausbildung, dass ich viele Einblicke in den ganzen Abteilungen sammeln kann. Als erstes war ich in der zentralen Diensten. Ja, da habe ich mich um die Frachtpapiere mitgekümmert, um die Musteraufträge, dass die zu den Kunden kommen. Ich fand auch super interessant unsere Produkte, wo die hingehen, dass das gar nicht ja nur national ist, dass wir international sind. Dann war ich in der Finanzbuchhaltung. Ja, da habe ich mich viel um Rechnungen mitgekümmert. Und anschließend war ich dann im Auftragszentrum. Was ich auch erstaunlich fand, ist, wie viel Hintergrundwissen man dazu braucht, was alles in der Produktion auch geschieht, was man ja meist im Büro gar nicht so mitbekommt. Nach dem Auftragszentrum ging es dann ins Qualitätsmanagement. Ja, da konnte ich mich mit um die Reklamationen kümmern, durfte einige Produktionsrundgänge mitmachen, gucken zum Beispiel, ob überall die Brandmeldeanlagen funktionieren. Dann war ich im Einkauf. Der Einkauf hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Da konnte ich mich mit darum kümmern, dass die Materialien besorgt werden. Und als kleiner Höhepunkt konnte ich zum Beispiel das Schichtmeisterbüro mitgestalten, neu gestalten, den Aufbau zu sehen, wie es vorher aussah, wie es dann im Nachhinein ist. Also einfach zu sehen, was man geschafft hat in der Zeit. Nach dem Einkauf ging es dann für mich in die Personalabteilung, wo ich jetzt gerade auch noch tätig bin. Also wenn ich erstmal in die Personalabteilung reinkomme, dann begrüßen wir uns alle ganz nett. Geben uns vielleicht einmal einen aktuellen Stand, wie der Tag gestern so war, was vielleicht heute zu beachten ist. Dann bearbeite ich meine E-Mails, trage zum Beispiel Urlaube ein, Krankentage etc. Und so gegen 12 Uhr machen wir immer alle gemeinsam Mittagspause. Dann hole ich mir meistens mein Essen aus der Kantine. Danach geht es dann eigentlich wieder an die Arbeit. Genau, meistens mache ich dann mit Kerstin nochmal eine Besprechungsrunde, wie es mit den Bewerbern ist, was ich da zum Beispiel noch machen kann, was schon erledigt ist. Ja, also ich muss sagen, die Zusammenarbeit mit den Kollegen ist sehr angenehm. Also klar, man muss immer offen mit den kommunizieren, aber das lernt man im Laufe der Zeit, dass man mit den Problemen auch gleich zu den Kollegen geht, die einem das dann nett erklären können und die Arbeit dann keine Probleme mehr darstellt. In jeder Abteilung hat man dann 1 oder 2 Ansprechpersonen, an die man sich immer wenden kann. Nach meiner Ausbildung würde ich natürlich sehr gerne hier übernommen werden wollen. Falls das aber nicht der Fall ist, dann überlege ich tatsächlich, mein allgemeines Fachabitur nachzuholen. Das ist nämlich mit der Ausbildung innerhalb eines Jahres möglich. Außerdem ist das Unternehmen sehr interessant, weil es eine Kantine zur Verfügung stellt, man 30 Tage Urlaub im Jahr hat, sehr flexible Arbeitszeiten. Dazu kommt dann noch das Zeugnisgeld, das Weihnachtsgeld, was im November ausgezahlt wird und das Urlaubsgeld. Dann haben wir aber auch weitere coole Aspekte, wie zum Beispiel das Sommerfest im September. Da hatten wir das Thema Mallorca, heißt jeder hat ein cooles Outfit an, im Mallorca-Style. Dann hatten wir ein Teambuilding zum Beispiel, wo verschiedene Abteilungen zusammenkommen und was miteinander zusammen unternehmen.